Hallo liebe Leute, ich wollte euch heute etwas über die Geburt meines ersten Kindes erzählen. Und zwar so, wie sie wirklich war, also ohne irgendwas zu beschönigen. Weil mir aufgefallen ist, dass sehr viele positive Geburtsgeschichten im Umlauf sind, was auch natürlich zu begrüßen ist, weil sie Hoffnung machen und ermutigen. Aber ich glaube, dass vieles nicht ganz wahrheitsgemäß erzählt wird und das stört mich sehr, weil dadurch auch zu sehr romantisiert wird, was da eigentlich passiert. Und es ist halt nicht so romantisch und schön, wie die meisten sich das vorstellen. Es hat viel mit Blut zu tun und mit anderen Körperflüssigkeiten und das ist auch in Ordnung so. Jede Geburt ist anders natürlich. Sie muss nicht die Horrorgeburt sein und muss auch nicht das schönste Erlebnis deines Lebens sein. Aber es zaubert einfach ein falsches Bild, wenn man solche elementaren Erlebnisse immer beschönigt darstellt. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, die Geschichte heute ungefiltert loszuwerden für alle, die gerade schwanger sind oder die auch in Zukunft sich ein Kind wünschen. Es ist natürlich nicht förderlich, sich eine negative Geburtsgeschichte vor einer anstehenden Geburt anzuschauen. Ich bin gerade selber im 9. Monat schwanger und ich nehme dieses Video nur jetzt auf, damit ich die Geschichte los habe und es jetzt irgendwie auch nicht dann mit der nächsten anstehenden Geburt verwechsel. Von der würde ich dann ganz frisch erzählen. Also heute geht es um das Tabuthema traumatische Geburt. Ich muss sagen, dass ich diese Geschichte meistens selber ein bisschen verdränge. Also ich denke nicht gerne dran, vor allem jetzt, wo ich schwanger bin, natürlich nicht. Ich glaube aber auch, dass es da ein paar Hormone gibt, die einfach dafür sorgen, dass man sich oft nicht so richtig erinnern kann. Und ich versuche mich einfach an alles zu erinnern, so detailliert wie möglich, damit ich das berichten kann. Nochmal vorab zu erwähnen, ganz wichtig, das, was ich hier erzähle, ist sehr subjektiv. Jede Geburt ist anders, jede Frau ist anders, jedes Schmerzempfinden oder jede Wahrnehmung von Prozessen ist anders. Das heißt, am Beispiel Dammschnitt zum Beispiel, wenn ich jetzt einen hatte und mir tat der total weh, heißt es nicht, dass es einer anderen Frau, erstens, dass es einer anderen Frau auch passieren muss und zweitens, dass es ihr weh tut. Kann auch genauso ganz anders sein. Zum Tag der Geburt meines ersten Kindes, ich wurde um 3 Uhr von sehr schmerzhaften Wehen geweckt und dachte mir erstmal so, cool, es geht endlich los. Ich konnte es gar nicht mehr erwarten, weil wir alles bereitgestellt hatten. Das ganze Babyzeug war da und ich habe quasi nur noch gewartet und mich gelangweilt. Und mein zweiter Gedanke war, okay, das tut mega weh. Dieser Vergleich mit Menstruationsbeschwerden ist Bullshit. Kann man machen für manche Leute. Ich habe irgendwie gedacht, ja, ich hatte ja schon mal so schlimme Menstruationsbeschwerden, dass ich ins Krankenhaus musste. Ich hatte mich irgendwie schmerztechnisch total vorbereitet gefühlt, aber an dem Tag habe ich gemerkt, ich wusste irgendwie noch gar nichts über Schmerzen und nach einer halben Stunde habe ich geweint, weil es so weh tat. Ich muss auch sagen, ich bin dann noch eine Stunde im Bett geblieben, weil ich noch nicht so schnell los wollte und alle aufwecken und nicht alle, aber meinen Freund aufwecken und ins Krankenhaus fahren wollte, weil meine Hebamme mir gesagt hat, man fährt immer zu früh ins Krankenhaus. Die schicken eigentlich einen immer nochmal zurück. Und ich wollte irgendwie diese Enttäuschung nicht erleben. Auf der anderen Seite dachte ich mir, ja, es tut so weh, da muss doch jetzt irgendwas passieren. Was ist, wenn das Kind jetzt schon kommt und man kennt sich einfach überhaupt nicht aus, wenn man das noch nie durchlebt hat und ist total unsicher und das ist auch in Ordnung. Das heißt, nach 1,5 Stunden sind wir los ins Krankenhaus und da war gleich die erste ruppige Hebamme, die echt schlecht gelaunt war, klar, 4:30 Uhr morgens, hat mich an den CTG angeschlossen, also das Gerät, was die Herztöne des Kindes misst.
und hat mich dann da allein im Raum gelassen, während ich mich wirklich mit Wehen gequält habe. 20 Minuten und danach kam sie zurück und sagte, sie haben keine Wehen. Der CTG zeigt keine Wehen. Und das war die perfekte Einleitung eines sehr langen Tages, wo man meine Schmerzen nicht ernst nehmen wird. Und ich habe dann gesagt, doch, natürlich habe ich Wehen, ich behaupte das nicht nur. Es kommt so oft vor, das habe ich in Gesprächen mit so vielen Frauen schon festgestellt, dass einfach einem nicht geglaubt wird, wenn man sagt, dass man etwas hat, dass man Schmerzen hat, dass man Wehen hat, was auch immer. Auf jeden Fall hat sie mir dann meinen Muttermund abgetastet, wie weit der offen ist. Für alle, die es nicht wissen, er sollte 10 cm offen sein zur Geburt und meiner war 1 cm offen. Ja, da war es ungefähr 5:30 und ich hatte noch einen sehr langen Tag vor mir, was ich da noch nicht wusste. Ich muss auch sagen, diese Muttermunduntersuchung, die war wie ein Stromschlag. Also ich weiß nicht, wie ein Stromschlag sich anfühlt, aber sogar unter Wehen tat das noch so unglaublich weh obendrauf. Auf jeden Fall habe ich dann Schmerzmittel bekommen und wir sind nach Hause und ich habe nichts von diesem Schmerzmittel gemerkt. Ich habe wirklich weiter mich gequält und habe zwischen den Wehen immer so 2 Minuten geschlafen und wurde dann wieder von der Wehe geweckt und habe dann wieder weiter geschlafen. Ich war einfach so fertig, dass ich dieses Spielchen irgendwie 1,5 Stunden noch durchgezogen habe. Mit einem 2-Minuten-Schlaf immer wieder. Und habe mich dann den ganzen Vormittag noch auf dem Sofa zerrissen, habe eine Wärmflasche gemacht, habe mich in die Badewanne mal gelegt, weil das schmerzlindernd wirken soll. Und ich habe einfach keinen Unterschied gespürt. Es war wirklich ein Albtraum. Wir sind dann mittags wieder ins Krankenhaus gefahren, weil die Wehen immer in kürzeren Abständen aufgetreten sind. Und da hat sich dann eine sehr liebe Hebamme um mich gekümmert. Mein Muttermund war leider immer noch nur 2 Zentimeter offen, also es ging echt nicht voran. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich ja schon 10 Stunden Wehen. Die Hebamme hat mir dann Morphium gegeben. Und es war das erste und das einzige Schmerzmittel an diesem Tag, was wirklich geknallt hat. Ich war total auf Wolke 7. Ich konnte was essen, endlich mal. Ich habe mich leider danach sofort übergeben, aber immerhin konnte ich irgendwie ein bisschen chillen. Und ja, es war dann irgendwie so, ich hatte ein Krankenhauszimmer, habe da gegessen, habe mich auf den Boden übergeben, habe eine Schwester gerufen, weil ich konnte nicht richtig aufstehen, auch mit dem Morphium. Ich war halt total weg. Und sie hat das dann nicht richtig weggemacht, was ich verstehe, ist nicht gerade die angenehmste Arbeit. Aber dann habe ich irgendwie noch so 2 Stunden in einem Krankenhauszimmer mit Erbrochenen auf dem Boden verbracht. War jetzt irgendwie auch nicht der Oberluxus. Ich habe dann auch noch 1 Stunde so geschlafen in diesem Kotzzimmer und wurde dann von bestialischen Schmerzen geweckt, als das Morphium aufgehört hat zu wirken. Und da hatte ich eine sehr, sehr beschissene Situation mit der Krankenschwester, die auch vorher mir nicht so richtig mit meinem Erbrochenen geholfen hat. Und zwar habe ich sie gerufen und habe ihr gesagt, ich habe solche Schmerzen, ich halte es nicht mehr aus. Bitte können Sie mir irgendwas geben, irgendein Schmerzmittel. Und sie sagte, ja, Sie müssen doch ans Kind denken. Das geht alles ans Kind, das ganze Schmerzmittel. Was Sie nehmen, nimmt auch das Kind. Also denken Sie doch an Ihr Kind. Und ich war erstmal so, ja, stimmt, ich sollte auch ans Kind denken. Ja, klar, kein Problem. Und keine 2 Minuten später habe ich sie wieder gerufen, weil ich selber gemerkt habe, nein, ich halte es nicht mehr aus und ich muss meine Schmerzen ernst nehmen. Ich halte es nicht mehr aus, ich verarsche mich doch nicht, ich verarsche hier niemanden. Sie wollte mir immer noch nichts geben, aber sie hat im Kreissaal angerufen
dass ich jetzt bereit wäre irgendwie für die Geburt. Also total abgefahren. Da wurde ich dann nochmal untersucht von einer Hebamme, die auch die Hebamme war, die dann mein Kind zur Welt gebracht hat. Eine sehr strenge Oldschool-Hebamme, die meinen Muttermund wieder sehr schmerzhaft abgetastet hat, der zwischen 3 und 4 Zentimeter offen war. Also es war immer noch dieses Ernüchternde. Und ich habe an diesem Punkt solche Schmerzen gehabt, ich habe nur noch gebettelt um Schmerzmittel. Und dann hat sie mich an irgendwas angeschlossen und ich weiß bis heute nicht sicher, was das ist. Und ich dachte, oh, zum Glück macht sie irgendwas, sie macht irgendwas. Und inzwischen glaube ich, sie hat mich an einen Wehentropf angeschlossen, der die Venen stärker macht, damit sich der Muttermund schneller öffnet. Es war auf keinen Fall Schmerzmittel, weil die Schmerzen so extrem waren, dass ich nur noch geschrien habe. Sie hat immer nur gesagt, atmen, atmen, atmen. Ich konnte nicht mehr atmen. Ich weiß nicht, wie man atmen soll, wenn man einen Schlag ins Gesicht bekommt, wenn man vom LKW überrollt wird. So habe ich mich gefühlt. Ich war auch in totaler Panik. Es war alles emotional auch nicht irgendwie. Sie hat mich nicht aufgefangen. Sie war halt total ignorant gegenüber der Tatsache, dass ich halt ein Mensch bin, der nicht weiß, warum ihr Körper jetzt sich so anfühlt, als würde er von innen zerreißen. Okay, jetzt muss ich mich erstmal kurz beruhigen. Wenn ich davon erzähle, wird mir wirklich total heiß und auch total schwindelig, weil ich mich so hilflos fühle. Ich habe ja nach meiner Auffassung alles getan, was mir möglich war. Ich habe zwar zum Beispiel nicht konkret nach einer PDA gefragt, was ich beim nächsten Mal sicher machen werde, aber ich habe nach Schmerzmittel gebettelt bis zum geht nicht mehr und mir hat einfach niemand zugehört. Stattdessen wurden meine Venen noch verstärkt, damit es mit der Geburt schneller geht, was auch nur eine Theorie von mir ist, weil mir nichts erklärt wurde, weil mir nicht gesagt wurde, ich mache jetzt das, ich mache jetzt das. Mir wurde von dieser Frau, wenn sie nicht gesagt hat, dass ich atmen soll, hat sie mal an einer anderen Stelle gesagt, ich soll nicht so schreien. Ich würde den anderen Frauen Angst machen. Ich solle ihre Hand loslassen, weil ich wirklich einmal ihre Hand so gezogen habe. Ich habe mich echt wie in der Hölle gefühlt. Und dann hat sie mir irgendwie ganz vorwurfsvoll blaue Flecken gezeigt, die ihr eine andere Schwangere zugefügt hat. Und ich dachte mir irgendwie nur, ja, kein Wunder. Also es tat mir überhaupt nicht leid. Sie war auch wirklich sehr empathielos und ein bisschen an der falschen Stelle in dem Job. Aber gut. Was für mich das Allerschlimmste war an dieser Misskommunikation, klar, dass ich eben nicht gehört wurde und meine Schmerzen überhaupt nicht ernst genommen wurden, aber auch, dass ich bei der Krankenhausanmeldung gesagt hatte, ich würde gerne eine Wassergeburt haben und in diesem Zimmer war ein Wasserbecken. Da waren auch so Tücher von der Decke gehangen, wo man irgendwie in einer anderen Geburtsposition gebären kann als auf dem Rücken. Was ich im Geburtsvorbereitungskurs gelernt habe, dass das die unpraktischste Gebärposition ist, weil man gegen die Schwerkraft arbeitet. Und ich habe an einem bestimmten Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, du liegst ja auf dem Rücken. Vielleicht geht das alles schneller, wenn du dich mal an so ein Seil hängst oder wenn man irgendwie sich, weiß nicht, auf alle Viere dreht oder was weiß ich was. Und sie hat es mir untersagt. Ich durfte mich nicht bewegen, ich durfte nicht aufstehen, ich durfte nichts. Und es hatte keinen Grund, weil ich hatte keine PDA. Bei einer PDA darf man, so viel ich weiß, nicht jetzt rumlaufen, weil man ja voll betäubt ist. Aber ich hatte diese ganze Situation nicht. Ich glaube, dass sie bis heute glaube ich, dass sie einfach so besser arbeiten konnte, wenn ich breitbeinig vor ihr liege. Oh mein Gott. Das ist einfach so falsch und so fies und so, ja. Also an dem Punkt war es wirklich so, wenn ich nicht um Schmerzmittel
gebettelt habe, dann habe ich nur noch Hilfe geschrien, weil ich wirklich dachte, ich muss sterben. Und ich dachte auch, mein Kind wird sterben. Ich konnte mir nicht vorstellen, bei dem, was ich empfunden habe, dass man sowas überleben kann. Das waren, ich habe irgendwie mich teilweise schon so gefühlt, als wäre ich auf der anderen Seite schon. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, oh nee, ich bin doch noch in der Hölle. Ich bin doch noch in diesen Schmerzen gefangen, die so schlimm sind, als würde ich verbrennen. Es war einfach unmöglich, da noch zu atmen oder sich an irgendwelche Atemtechniken zu erinnern. Für mich hat sich nichts irgendwie besonders toll daran angefühlt, dass ich irgendwie jetzt gebäre und ich bin so weiblich und fruchtbar und bla. Es war wirklich nur der schlimmste Tag meines Lebens. Und ja, weiter in der Geschichte, irgendwann kamen diese Presswehen und dann hat sie gesagt, dass ich pressen muss. Wofür ich ihr sehr dankbar bin, dass sie irgendwie mal mit mir kommuniziert hat. Und dann habe ich gepresst, im Liegen. Beschissener geht's echt nicht. Meine ganzen Adern waren danach aufgeplatzt. Ich war komplett lila im Oberkörper und auch mein Auge war irgendwie, hatte diese geplatzten Äderchen und mein Gesicht. Also ich sah super aus danach. Wundert mich eigentlich, dass viele Frauen mir erzählt haben, dass sie diese Presswehen am Ende gar nicht mehr so schlimm fanden. Aber ich fand die wirklich absolut unerträglich und es hatte, glaube ich, bei mir auch viel mit der Angst zu tun. Mit dieser Todesangst und mit der Hebamme, die mir noch mehr Angst gemacht hat. Als ich dann gepresst habe, hat sie sich auch noch auf mich draufgeschmissen und irgendwie von oben geholfen mitzupressen, was überhaupt keinen Sinn ergibt, was auch so super oldschool ist, was man auch gar nicht mehr machen soll, habe ich gelesen zumindest. Und dieses von oben drücken fühlt sich einfach, für mich fühlte sich das total unnatürlich an, wenn man irgendwie 9 Monate ein Kind mit sich rumgetragen hat und irgendwie aufgepasst hat, dass niemand den Bauch jetzt anfasst oder dass da irgendwie nichts draufdrückt, dass das nicht verletzt wird und plötzlich kommt da jemand und drückt da bis zum geht nicht mehr. Das ist einfach für mich unmöglich gewesen, dieses Gefühl an diesem Punkt. Ich war natürlich schon so drüber, aber wenn was meine Panik noch mehr verstärkt hat, dann das. So, und ich spürte, der Kopf des Kindes rutscht tiefer. Und das war auch ein Angstfaktor von mir. Ich habe gedacht, man spürt es gar nicht mehr. Ich dachte irgendwie so, ja, man ist so in einem Delirium, das Kind rutscht dann halt raus. Aber ich habe das alles gespürt und ich habe es irgendwie es hat sich so angefühlt, als würde da jetzt eine Kokosnuss kommen und ich müsste diese Kokosnuss gebären, ja. Und da hat sie dann irgendwann gesagt, ich mache jetzt einen kleinen Dammschnitt. Und ich war nur so, ja, mach, ist mir scheißegal, so ungefähr. Und dann ist das Kind sofort rausgekommen und dann war es vorbei, die Schmerzen. Ja, die Plazenta kam dann noch ganz problemlos raus. Dann hatten wir aber schon das nächste Problem und zwar mein Kind hatte die Nabelschnur um den Hals rum und die Hebamme hat das ganz schnell abgewickelt. Dann hat das Kind aber nicht zu schreien angefangen und dann hat sie ihr diesen Klaps auf den Po gegeben, diesen auch totalen Oldschool-Prozess. Dieser Klaps auf dem Po ist ein überflüssiger Prozess, weil das ein Mythos ist, dass das Kind schreien muss nach der Geburt. Und wir haben uns ja anscheinend im 19. Jahrhundert befunden, deshalb hat die das natürlich gemacht. War auch nicht so schön mit anzusehen, dass dein Kind gerade auf die Welt kommt und dann kriegt es gleich den Arsch versohlt. Das fand ich ganz schrecklich auch mit anzusehen. Ich war natürlich so fertig, ich konnte gar nichts mehr sagen, ich konnte die auch gar nicht mehr unterbrechen. Und ich habe dann nur noch so beobachtet, was passiert. Und das Kind wurde mir ein paar Sekunden dann auf die Brust gelegt und das sah total erschöpft aus und irgendwie war das jetzt auch kein krass emotionaler Moment, muss ich sagen. Ich war irgendwie nur überrascht, natürlich positiv überrascht, dass wir das beide überlebt haben. Das habe ich mir gedacht.
Aber dann wurde sie sofort weggenommen und sofort auf die Intensivstation gebracht, weil sie ja eben noch nicht so richtig geatmet hat. Ich kann es bis heute nicht einschätzen, ob das alles richtig war oder nicht. Aber ich dachte mir dann auch, ein bisschen Vertrauen muss ich auch haben, dass sie irgendwie auch wissen, was sie tun. Man muss einfach eine Entscheidung da treffen und ich weiß einfach nichts und daher denke ich mir, vielleicht wissen die schon mehr als ich, auch wenn ich das anders empfinde. Ja, für mich war der eine Teil des Horrors vorbei, aber der zweite Teil dieser traumatischen Geburt war natürlich, dass mein Kind weg war und ich halt leer. Ich hatte das 9 Monate in meinem Bauch und dann war es einfach weg und ich war quasi total verwundet von dieser Geburt und ich hatte natürlich Schmerzen und musste 2 Tage im Rollstuhl fahren, weil ich auch wegen diesem Dammschnitt nicht richtig laufen konnte. Der ist aber ganz schnell verheilt, also das war alles okay, aber erstmal war alles scheiße so. Und ich durfte sie dann auch auf der Intensivstation nicht anfassen, sie war in einem Glaskasten drin. Wie in einem Museum war das. Das war ganz seltsam. Und ja, ich hoffe, dass die nächste Geburt anders wird, dass ich sowas nicht noch mehr erleben muss. Ja, und für die nächste Geburt habe ich halt einen Geburtsplan geschrieben, wo ich auch nicht richtig weiß, ob das was bringt, wenn die chronischen Personalmangel haben und todesgestresst sind, dass die da noch auf meine Bedürfnisse achten. Aber was ich auf jeden Fall mir rausnehme, ist, dass ich und auch die umstehenden Menschen meine Schmerzen und meine Probleme ernst nehmen sollen. Auch wenn die da 10 Geburten am Tag haben, ist mir egal. So, ich bin eine davon und ich habe es nicht verdient, ein Trauma davon zu tragen, von so einem wichtigen und eigentlich großartigen Tag in meinem Leben, wo ich ein Kind zur Welt bringe. Ja, ich habe mir da ein paar Sachen jetzt zurechtgelegt und hoffe einfach, dass ich da anders reingehen kann und dass die mir dann ein bisschen meine Schmerzen nehmen können. Das ist mir am wichtigsten für die nächste Geburt. Ich kann natürlich auch nochmal ein zweites Video dazu machen, wie ich mich genau auf diese nächste Geburt vorbereitet habe, nach so einer traumatischen Geburt. Aber das ist heute nicht mehr dran. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann folgt mir doch gerne und bis zum nächsten Mal.